nur das Volk gedreht und dann der Himmel reden von wer Johannes ist. Das Wort von Monas. Auch Johannes hat die richtig gut nicht von allen Menschen Anerkennung, dass er wirklich ein Prophet wird, sozusagen. Some Menschen, die wollen am gut nicht. Aber was sagt Jesus hier so? Fängt Jesus an zu reden zu dem Volk von Johannes. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wollt ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Königehäuser. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wollt ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der auch mehr ist denn ein Prophet. So, Jesus, hij geeft je een fijn Bild von Johannes. Hij fragt die Menschen immer einmal, was sind die Rüttigen? Was sind die Üt? Was würden die wollen sein? Hij fragt ihnen diesen Zweig, sie würden wollen in Ruhe checken, was du bist vom Wind, als es von so einem Struckruhe, was anderes gewasst ist, was der Wind du bist handträgt, null wendet. In der Wüste. Aber weil die sei Rüttigen zu sein? Oder weil die in Menschen sein, was du vielleicht in die königliche Kleider gehen wird? Jesus sagt, die sind dort in die königliche Ära Hisabam. Dann fragt er, oder wollt ihr einen Propheten sehen? Dann sagt Jesus, ich sage ihnen, ihr wollt mehr als ein Prophet. Wo wollen sie Jesus, sie wollen mehr als ein Prophet sein? Ich nehme an, wenn es Johannes da wird berufen, einfach den Weg reinzumerken für Jesus. Ich nehme an, dort ist, wo wir Jesus sagen, dass sie wollen mehr als einen Propheten, wollen sie da sein. Wenn diese Abruf, die hat Johannes gekriegt. Und dann sagt er zu verstehen, denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Das ist auch, was wir all in Posino 3 hatten, wo Johannes diesen Weg bereiten soll. Und das wird ein Prophet. Da wird einer von denen, wo soll Jesus den Weg reinmerken. Wenn wir nicht denken dann an das, was Jesus ab ihr kommt, dort ist dort, wo eine ganz neue Periode anfangen wird, ein neuer Lebensweg. Vor dem wird es so, gesagt wird Jesus dort, wenn du einen Mensch gesündigt hast, und bet du noch, was von der Sünde begonnen hat, aber gewisse Sünden, die muss dann bloß einfach mit dem Tod bestraft. Gewisse Sünden, die mussten dann, gewisse Familien, die waren einfach unter einen Steiner hüpen, ganz ungeklettert. Und in Jesus, wenn es das Evangelium hier auf der Welt anfangen wird, einmal wo er geboren wird und wo das Evangelium anfangen wird, du kommst ein anderes Recht auf der Welt. Du wird eine Vergebung. Und dort ist, was von dir für uns so ein großer Segen ist. Dort ist, was von dir für uns so sehr wertvoll ist. Dann haben wir in Titus diese Vers, wo ich gleich mit Bitte lesen, wo das diesen Zweig sein wird. In Titus Kapitel 2, Vers 11, der bekannte Vers dort. Sagt er, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Durch das, dass Jesus auf die Welt kommen wird, fängt diese neue Zeit an. Diese neue Zeit, wo da eine Gnade angeboten wird. Jesus, die wir noch gar nicht gestorben, haben wir noch gar nicht Kreuz gegangen, haben wir noch gar nicht, dass er hat gesagt, dass es vollbracht wird, bet er all diese heilsame Gnade Gottes anbieten wird. Wir wollen Luther noch ein kurzer Aufschnitt durch nach dem Bett anchecken. Aber er sagt hier, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das meint so viel, du hast eine Heilung. Du hast eine Heilung für alle Menschen. Das meint er nicht unbedingt körperliche Heilung. Manch einer, der hat körperliche Heilung gekriegt, aber besonders an das gedacht geistliche Heilung.
Wir haben in Johannes 8, da haben wir die früh, wo du eine Senderin wird, wo du auch eine Mode wird, so eine Dot, was diese früh getan hat, vielleicht mit Steinen hängen, vor dem Rechter, so wie sein Reut zum Steiner schmieden. Jesus wird noch nicht gestorben, so ich auch sagen, und dann sagt er auch, zu den Menschen, wo du dann kommen, reich gesagt, auch mit einer Anstellung von, dass sie nicht gesteinigt worden, sagt Jesus dann, dass der von denen ohne Sinn ist, der soll dann den ersten Stein schmieden. Keiner der. Keiner schmiert den ersten Stein. Jesus beugt sich auf ihr, schrift mit dem Finger auf ihr. Und dann, wenn es sich abbrechen wird, sind die Verkläger, die sind alle wach. Fragt Jesus, habt die Kinder verdammt? Wie sag ich dir das? Wie sag ich dir das? Keine. Dann verdammt ich die auch nicht. Sei wir durch eine heilsame Genot Gottes habt ihr euch gefangen, mit dem, dass Jesus hat ihr kommen wird. Auch wenn er durch nicht den Kreuzestod gegangen wird. Wie dürfen das rütteln, das helle Licht des Evangeliums, das darf wir von der verbreiten. Menschen, die von der vielleicht verfallen, ihre Toten, ihre Sünden, was sie begonnen haben, die sind reich gesagt, den Tod schuldig. Na, vielleicht würden doch so eine Gesetze sein, was denen vielleicht würden geben. Aber Jesus schenkt Vergebung. Jesus schenkt Vergebung. Er will haben die Menschen, die sagen, das Licht im Evangelium, dort sollen sie zu sein kriegen, die sollen abdachen. Ich weiß jetzt nicht lang kriegen, ein Mann, der für viele Jahre in Alkohol gefesselt wird, in andere Dinge vielleicht gefesselt wird. Kommt zu der Dach, wo du doch mal ein passendes Wort oder erst dort kriegt, wo die Geist einfach das helle Licht mit dem Evangelium hat Leuten abdachen, sagt er mit einmal, du klickst mir das. Du kannst Vergebung kriegen. Du hast mir einmal abgedacht, weil das Wort im Evangelium ist. Wem dort abdachen wird, wir haben noch in Vers in 2. Korinther 5, wir wollen da auch nicht lesen, zu Vers 3, was sagt, du sagst, dass der Teufel, der hat von Menschen die Augen verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums. Aber Sam, da man einmal dann kriegen sie doch zu sein. Wenn die Widersacher dann ist einmal nicht mehr all die Kraft da haft, dann kann Menschen das doch sein. Und dann kann sie das sein. Du hast doch Vergebung. Ob das gerne früh dort. Vielleicht erst früh all du mit dem Gedanken gegangen. Wir weiten das nicht. Das sagst du nicht so korrekt. Aber so das Mord wird, dann hast du vielleicht auch den Gedanken gehabt. Nur ein Stützchen, dann lege ich vielleicht in Steiner. Aber nicht kann ich sehen, nicht kommt mit das Licht, was Jesus gekommen wird, nicht kommt mit dort im Kontakt, die dürfen nicht unter Steiner. Und es steht, dass sie unter Steiner zu legen können sie unter die Gnade stehen. Sei wie, was in das Licht vom Evangelium ban ist. Und es steht, dass der Mann gerecht wird, nur die Toten, wird man gerecht, nur die Gnade, wo man zum Glauben kommt. Und dort ist von der, das Schöne, was wir dürfen von der tun. Wir glauben dann einmal auch, dass diese oder die Person, der hat so ein großes Übel begonnen. Vielleicht würden wir einmal einen Grund darüber getan, dass an uns haben wir auch also gedacht, die Person, vielleicht würden wir nicht wollen krank sein, dass die viel Amte bringen, aber wenn die dann bloß nicht mehr wird. Wo wir diese Gedanken, die drehen in uns fleischliche Sinn. Aber in Jesus ist was anderes bin. In Jesus ist das bin, dass Menschen, die sollen das Evangelium zu sein kriegen, und dann sollen sie den Preis zu sein kriegen, was er getont hat, für den Sinn. Dort ist Evangelium. Dort ist, was es ist. Und wann von der, keine Menschen nicht dürfen, sie dort durch im Leben gehen, oder mal einmal verzehren in ihrem Leben, mit dem Sinn, meine Toten sind zu viel. Meine Toten sind zu grausam. Dort für mich auch nach Licht gibt. Der erste Priester ist aber getont.
Dem Priester, wat te tun geht für die Sinn, der ist getult. Der ist in das Evangelium ben. Und weil wir dit geseinen und erfahren haben, weil wir Menschen, wenn wir die betrafen dann, das sein. Der Priester ist aber getult. Wenn du das weißt, die darfst nicht den Priester nicht selbst tun für deine Doten, was du begonnen hast, wenn ein oder andere soll so gehen, sondern der ist betult. Nu brauchst du das nach Glauben und annehmen. Und dann in der Stadt, die gerecht warst, nur deine Doten, dann warst du vielleicht gerecht, wenn ihr die Gnade, wo immer man zum Glauben kommt. Mocht das in uns klar sein, so dort, und dass wir würden die Nächsten eine Hilfe sein für dem, was da in so eine schlimme Lehre dort dann ist, wo dann gleich mal einmal meine Doten in der Hand zu viel. Die sind zu viel, um das danach kann vergeben. So kenne ich David auch sagen, meine Sünden, die sind mehr, als dass mir die kann vergift worden. Und da kriege ich Vergebung. Ich frage eine Stunde von Gebet. Leifreicher, genundreicher Gott und Führer, wir kommen jedes Morgen zu dir, wir danken dir. Wir loben und wir preisen die Herr für das helle Licht des Evangeliums, was du bist kommen, hier so am Erd anfangen, und wir dürfen durch nu beim Leben. Wir dürfen das in uns Leben anwenden, wir dürfen dort an den Nächsten anbieten. Das Licht, diese Vergebung, diese Gnade, diese heilsame Gnade Gottes, was allen Menschen erschienen ist. Und ich Schafura, lud uns dort deep genug erkennen, dass es nicht verdienst, dass es Gnade, und dass wir auch Menschen, dass denen zwei kann am Hort leihen. Mochtest du auch diese wieder der hier so, an uns sehen mit deinem Geist, und dass wir wollen kann uns hier deep nennen lassen und vertiefen, was ist das Weihnachtsgeschenk wirklich, was du bist kommen ab ihr bringen, diese heilsame Gnade. Wir danken dir, wir loben und wir preisen dir für das, was du getan hast und was du von dir noch das und dort, was du noch tun wirst in der Zukunft. Wir danken und beten in Jesus' Namen. Amen. Darf Platz nehmen. Wir haben Singen Nummer 224 im Glaubenslieder. Ich würde für eine Abstimmung will passen das. Nun ist sie erschienen, die himmlische Sonne, und strahlt durch die irdische Nacht. Darum trocknet die Tränen und jauchzet voll Wonne, denn den Menschen ist Heil und in Christus gebracht. Im Heil und sei Ehre und Friede der Welt, den Christus, den Retter ist Heil uns bestellt. Wie lag sie umnachtet in Tod und Verderben, die Menschheit voll Sünde und Not. Doch durch Christus kann jeder die Seligkeit erben, glaubt und lebet, so heißt und gelobet sei Gott. Dem Heil und sei Ehre und Friede der Welt, in Christus, dem Retter, ist Heil uns bestellt. Darf ich Platz nehmen? Gott gebe viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unserem Herrn.
Wir sind fertig von dir zu begrüßen, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Jeder, der gekommen ist, von dir hier teilzunehmen an diesem Gottesdienst, es ist mein Segen zu sein, dort du gekommen bist. Wir haben Leute, die viel gehört von der Geburt Jesu, ja. Also ist das nicht mehr eine neue Geschichte einfach. Wir sagen, da haben wir viel Jahre gehört. Aber immer war er, ich habe noch was Frisches zurücknehmen, immer war er, sei wie, Gott seine wunderbare Liebe zu uns Menschen, wo er sich so rauflegt, um uns zu raten. Und viele Menschen, die für diese Geburt weiten, aber sie weiten nicht die tiefe Wahrheit. Viel weiten noch nicht die tiefe Wahrheit. Wir haben nicht viel Ursache, dankbar zu sein, dass wir dürfen von dir sein, was die tiefe Wahrheit von dieser Geburt Jesu weiten tun, dass nicht bloß eine Erscheinung ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, sondern dass Gott sich rauflegt in sein Sehen und dass Jesus dort hier geboren ist. Ich freue mich auch, wenn die Kinder das klar rüberbringen, die Kinder das sehr klar all haben, dass ich früh, dass wir ein kleine Krypte taub wir, Kinder, was ist Weihnachten. Na, das wird die Geburt Jesu gut. So, aber du wirst ja geboren. Ja, aber ich sehe nicht so was unterraten können, Jesus der kann. So weit wir die Kinder weiten, dass es ein Unterschied in dieser Geburt nicht war. Aber gut. Wir haben eine große Fähre, sind uns abends in La Cerita auf dem Programm zu sein. Ich glaube, wir haben alle gehört, dass da eine frische Schule anfangen, die frische Tag. Und da waren die Kinder von Kapolin, waren alle Tag, dass sie weg waren, daheim geführt. Hier nur La Cerita. Und das war erstaunlich. Noch mal so ein Stückchen Show, noch mal so wenig Monaten Show, wo klar und deutlich das ausgesprochen wird, und wo schein all gesungen wird. Ich sehe mir bloß das wundervolle Gott, so eine Gaben uitdelen, dass Lehrerin, diese Gaben haben, die Kinder, die Weihnachtsbotschaft, so klar Hort zu leiden. Und dass die Kinder so kenntlich, das kann zu der ganzen Versammlung rüberbringen. Das ist nicht eine große Gruppe da, 31 Schüler werden mit alles taub, aber wir ein besonders deep berührendes Programm von sehr tiefe Wahrheiten, was da gebracht worden. Hat ja Gott gedankt. Dass so eine Kinder steht, dass die gelegen hat, kriegen. Und dass jemand jeder Tag eine Kapolin fährt und holt eine ganze Wand voll Kinder gehabt. Und darf so eine tiefe Wahrheit lernen. Ja, das wir wirklich reden und anzuhorchen. Von dir, weil wir nicht bei die Krebsstunden bleiben, von dir, weil wir einen Schritt wiedergehen, aller taub, und dort ist ein Tempel. Wir weten dort, dass, wo sich der Todreuen deed, dass Jesus sobald im Tempel war, nur seine Geburt. Und da wo wir von der eine tiefe Wahrheit bei sein, aber als Tagsvers, weil wir uns von der lesen, Lukas, Kapitel 2, Vers 25, Vers 32, und als Thema hat von der eine Offenbarung durch den Heiligen Geist. Da wollen wir sehr klar sein, dass ans Tags von der. Lukas, Kapitel 2, 25, und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Toten nicht sehen. Er hatte dann zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam aus Ausregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lassest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Eine Offenbarung. Was wir hier klar sein in unserem Text von dir. Und dort ist eine wundervolle Offenbarung, wo Gott sich bewiesen hat durch die Weihnachtsgeschichte. Wurde es wiedergebracht worden, wo wir von der klar sein können, du hast dort Heil, so wir in der Eröffnung hier. Da gab es ein großer Wechsel, und es steht gesteinigt worden, verjährt worden. Das ist dort nicht ein großer Unterschied. Und es steht eigentlich, jemand gesteinigt worden, der andere ist verjährt worden. Das ist doch Jesus. Da dürfen wir nicht gesteinigt worden. Also eine große Offenbarung durch den Heiligen Geist. Das sehen wir von an unserem Tag. Aber hier gehen wir ein klein bisschen Bemerkung machen über Jesus, seine Eltern, gehorsam. Jesus, seine Eltern, die waren so gehorsam, dass sie genau jeder Schritt gehen, was ein Gott zu gehen hat. Ab Punkt no gingen sie alles Krieg no, so ist das Wort Gottes sagt. Das ist all in Mose wie geschrieben, und da fingen wir, ich denke, in 2. Mose, Kapitel 3, da fingen wir dort, da wie gesagt worden, Entschuldigung, 2. Mose, 3. Mose, Kapitel 12, da wie ich fing. Du hast gesagt worden, dort, wenn es ein Jungtier wäre, dann soll er am 8. Tag beschnitten worden, und nur die Tage der Reinigung, also nur der noch 33 Tage, dann soll die Eltern mit den Kindern im Tempel gehen. Und dann was dann? Dann sollen sie dort ein Opfer bringen. Als ein Zeichen von der Reinigung von dieser Geburt. Und dann sehen wir das dort in 3. Mose Kapitel 12, dann nehmen sie ein Lamm mit, oder vielleicht einen Schub zum Opfer. Aber die, die nicht einen Schub können bringen, die können ein paar Turteltauben, was sind Turteltauben? Das sind eine kleine Sorte Düven, die ein bisschen steiler Fell haben. Die beschrieben sind, das sind die reinste Düven. Dort ein paar junge Düven, dürfen die Eltern bringen. Und dann die da einen Priester bringen, so, diese sollen geopfert werden. Aus dem Zeichen der Reinigung. Nu ist das alles durch. Das Kind ist geboren, das ist beschnitten, und nu ist nach dieser Reinigung, Prozess wird durchgegangen durch das Opfer, nu ist alles fertig. Und so ist genauso ist das in Jesus seine Eltern dort, sie führen das alles durch, so ist das Wort Gottes das sein. Weil wir hier in Lukas Kapitel 2, Vers 21 wieder lesen, sagt, unter 8 Tage waren, dass das Kind beschnitten würde. Da war sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, den er im Mutterleibe empfangen war. So hier wird so, dass hat er den Namen, er im Mutterleibe empfangen wir, wodurch durch den Heiligen Geist, und er kriegt den Namen, so als er gesagt worden. Und sagt in Vers 22 wieder, und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses kamen, brachten sie ihn in Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten, dem Herrn, wie denn geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Allerlei Männliches, das am ersten die Mutter bricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und da sie geben das Opfer, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. So dann habe durch die Weihnachten immer war hier Jesus eine geringe Gestalt, ob das ihr kam, also die Sehen Gottes, er kam vom Himmel und er kam mit einem sehr einfacher Weichseibe, dass er dort in die Grab gelegt wird. Und so sehen wir hier nun, dass wir nicht die reichen Eltern mit Jesus empfangen haben, nur dass wir Josef und Maria, ein armer Zimmermann, der hat aus der nötige Gelegenheit, diese paar Düven zu betun, und die wurden geopfert, aus dem Zeichen der Reinigung von der Geburt, hat nur alles ewig erst, nun ist alles durchgestellt. Also das sei wir so klar, was die Eltern zu tun wären, um alles und alles zu fällen, dass sie etwas getan haben, um den Segen Gottes gemacht gehen. Da darf nicht ein Fluch sein ab Jesus, weil die Eltern gingen in ganz vollen Gehorsam. Mögen sie diesen Glaubensschritt in dem Tempel, dass wir an Glauben sagten, zu tun,
En 34 dag, noem je zaad, sagt dan staat. En waar we nu teruggaan naar deze Simeon, dan zijn we bloos dat deze Simeon zo op is. En dat God deze Simeon brukken kan om nog meer diepe waarheden te openbaren van zijn göttliche wel. Aber ich habe even wieder die Tagsbetrachtung mit YouTube in Leid zu sehen. Glaubenslieder, Nummer 115. Und besonders an denken, was wir hier sehen dann. 115. Deinen Königsthron und die Ehrenkron ließest du, komm zu uns heran. Doch findet kaum man in Bethlehem Raum für die ewige Liebesgabe. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. Engel lob Gesang auf der Erde, Klang Ehre sein und Gott in der Höhe. Doch in Niedrigkeit zu dem Werk bereit, nahmst du auf dich der Menschen Weg. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. Mit der Wahrheit Wort, Herr, von Ort zu Ort, bringst dem Volk du den Frieden nah. Doch mit Spott und Hohn und der Dornenkron führt man hin dich nach Golgatha. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. Einst ein Lob erschah, dass es wieder halt, wenn du kommst in deiner Macht. O zu mir dann sprich, es ist Raum für dich, komm herein, der du treu gewarst. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. Weet je hoeveel Mal wir gesungen haben, da ist Raum für dich? Ich denke, 16 Mal, dachte ich ein Leid. So dann haben wir gut bestarkt, nicht so? Herr Jesus, das Ruhm für dich. Und so wie wir bei diesem Simeon, da wir Ruhm für diesen Jesus. Wir haben es hier gelesen von diesem Simeon, haben wir fromm und gottesfürchtig. Und woher sind Mannes das? Kann so ein Zeugnis das sein, dass deswegen, wenn sie fromm und gottesfürchtig wir, nu wir heim mit dem Heiligen Geist belebt. Nicht so, als von dir in wahre geboren sind Gottes in voller Mut mit dem Heiligen Geist belebt wird, aber so ist es dann im Alten Bund, dann wenn hier und da wir Männer, wenn sie so fromm und gottesfürchtig werden, dann gab Gott an von seinem Geist, und durch diesen Geist
haben sie verschiedene Dinge klar, kriegen verschiedene klare Openbarungen, so als das Simeon. Und weet je, zo'n Simeon als dit, hoe lang heeft hij al geleerd? Dat de verheiting, hij leert op deze verheiting. Hij wist dat er weer Messias verheitigd worden, en hij leert naar deze verheiting. En weet je, al voor honderden jaar wird zo stil geworden van deze verheiting. Zo weinig wordt er van geredet. Als er van geredet worden, zoals beschreven zijn. En de Simeon, hij weer bij einer, der stemmt, dat er weer wieder gedrecht worden, deze verheitingen. Hij weer einer, wat trouw wieder aan en hield zich aan dit. En weet je, wie van jou, wir holen uns auch noch an Wort. Nicht wohl, wir holen uns an dort, dass Jesus was wahrer kommt. Wahrscheinlich machen wir das von some Menschen am meist krank zu denken, wenn da was passiert, was vielleicht noch passieren, und leiden das an, und das steht nicht wirklich in festen Glauben, dass Jesus irgendein Moment wird hier sein, dass sie dort einmal, in einem Moment da wir, wo sie nicht mit gerechnet haben. Keiner hat gerade mit gerechnet, dass danach passieren wird. Wir fangen nicht von einem, was danach absetzt, den Leute kriegt das danach, nur wird Jesus geboren worden. No, dass wir bloß, wenn es die tätig erfällt wird, dann schickt Gott ihn sehen. Das wird uns das Wort Gottes sagen. So, nu wie das Simeon, wir so voll Geistes, er lehrt so eine diese Verheitung, und das Simeon, mögt sich ab, und ging als Ausregung des Geistes sinken im Tempel. Hey, mir recht was ab. Irgendwo ist mir, da ist Zeit im Tempel zu gehen. Weißt du was? Durch diesen Gehorsam kann Gott Menschen brücken und kann so wunderbar sich bezeugen, und Ding wird offenbar. Und so kann ich diesen hier brücken. Nu wat hij leert, wat hij weet, dat wir in Jesaja Kapitel 9, dat weer wat zo'n man als dat Gott weten deden, in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Wird sagen dat, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seine Schulter, und heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst. Dit sind wir, was auf bald einmal im Programm sehr klar kommt dann. Was du von der Verheitung ist, ab der Kind Jesu. Das erste sagt es hier wunderbar. Also Simeon wisst dort wird einer kommen, dort wird wunderbar sein, weil der wird geboren worden. Simeon verlässt sich rein ganz da ab. Das wird passieren, vor ich sterben da, wegen was Gott hat mit dir offenbart. Und folge dessen Leute hin diese Erfüllung, dass das wird geboren worden, was der wunderbar wird. Aber ich glaube, die Menschen, die nicht mit rechnen, dass die in so eine geringe Gestalt geboren worden, weil das soll ein Chinese sein, was wird wunderbar sein. Was? So ein Chinese dort, der soll bloß in einem Stall, das vielmal gesagt wird, geboren worden, eine Cherab gelegt worden. En Windeln gewickelt. Hier ist noch nicht ein kleines Kind, nicht wahr? Aber Simeon, hij leert naar diesen Mann, wat wordt geboren worden. Naar dit kind, wunderbar. Hij leert naar dem, wat wordt rot aan über alles. Rat, dat meint zoveel, dat is einer, wat über alles is. Da wordt keiner nicht über diesem Jesus mal irgendwo sein, abkommen, wat meest dort wat beiden kann, wat das Jesus. In Kraft. Der wird so kraftvoll sein. Und er wird ein Held sein. Und dann sagt er, nach Furz in ewig Vater. Dann sagen wir, Furz hat erst was Besonderes. In ewig Vater. Hier gibt es viel Futters, aber es gibt hier nicht ewig Futters. Hier sind wir Futters für welche Jahren. Na einmal an Leiber das Futterreich Hahn für das Erdenleben. Da wird Hahn gelegt. Und im Himmel worden onze Kinder nicht herum an seinen Papa und Mama. Ich lebe im Himmel, da wird es bloß umgehen, an den lebendigen Gott, in dem Herrn Jesus anzubeten, in dem wir eins in alles zu haben. Wisst du, wo wir alle eins sind, als Familie, wir wollen eins sein. Aber hier ist es von einem ewigen Vater der Rede. Und in diesem Lied des Simeon, da wird einer kommen, der wird ewig Vater heißen, der wird geboren worden. Und danach ein Friedefürst. So voll Arut als der wir. Und so ist Israel, die Kinder Israel gekomen. Weet je, Simeon leerde het woord man aan het geven. En zo'n bedreigde leeuwen ze weer. En zo'n geweldige macht als ze
gestaltet worden unter der Römer. Sie hatten gar nicht mehr das Leben, das sie hatten. Der Tempel dort in Jerusalem, der Stromer-Tempel, was alles so prachtvoll war. Durch den, dass sie sich von Gott weggedreht haben, werden sie verstreut in verschiedene Länder. Sie werden unter diese römische Macht gekommen. Trostlos, hoffnungslos. Und sie haben gecheckt, wenn der Wort noch war ein König abstehen, und der wird uns mal frei merken von dieser römischen Macht. Und Simeon hat wir einer was zu lernen. Und er hat im Tempel als Anregung des Geistes lernt. Eine so eine Gelegenheit, wo das wird umbohren worden. Wir lassen es am 27. Vers in Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, 27. Und er kam aus Anregung des Geistes in den Tempel. So sehen wir dort, du hast eine ganz besondere Ursache, wohin Simeon aus dem Tempel gekommen. Wir haben gesehen, wo die Herz diese Botschaft gebracht wird, aber Gott will noch was derch. Wenn die Herz diese Botschaft gebracht hat, sie verkündet euch große Freude, und was er sagt, euch ist ein Kind geboren, da wird der Herr noch gar nicht derch. Er will das noch wieder bekannt machen und er will sich wieder bezeugen. Und wir sehen auch hier, wo Gott sich durch in aller Mann bezeugen will. Einer war vielleicht, was viel mehr gedacht haben, wo nein, was der Herr mir mal erleisen. Von der körperlichen Leiden, von dem Leben hier in dieser Welt. Whenever kann erleist werden. Aber hat einer sehr klar, muss ich den Messias sein. Auf das Lüd hey. Dort haben wir in den Tempel gekommen. So ne sagt uns das hier, dass das Simeon, wenn sich das Jesus Kind sagt, dann nehmen wir das auf seine Arms. Ein älterer Mann, und ein Schreiber jedenfalls so, wo haben die Älteren nicht befähigt, die würden flatterig sein, die würden ans kostbare Kind immer fallen lassen. No, das ist alles eine Führung Gottes. Gott lenkt es so, dass das Allermann, das Anregung des Geistes wie in den Tempel gekommen, so dass wie vielmals Ausregung des Geistes Gebets von der Kirche gekommen war, wie lernen nach dem März, dass Gott uns zwar mehr aufdaten von seinem göttlichen Wort. Und es steht wieder Simeon da und nimmt diesen Jesus auf seine Arms. Und was sei wie fuhr das Simeon von der Klarheit, wenn sie diesen Jesus auf seine Arms hat. Das sagt es hier, Vers 28, und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er hatte dann zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und dann der 28. Vers, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Herr, nu sehe ich bereit zum Sterben. Du siehst mir dort, dass meine Augen sollen den Heiland noch sein. Und meine Augen haben den Heiland gesehen, die sind ihm hier nicht. Nu sehe ich bereit zum Sterben. Weißt du, von der wird diesem Heiland abgenommen haben. Und er hört, dass er nicht bloß dort geboren ist, sondern er ist auch hier geboren. Ich las von einem Schreiber, das sind 350 Jahre trägt. Das haben wir viel mehr auch auf der Weihnachtsfasten gehört. Wenn Christus auch 1000-mal in Bethlehem geboren wird, aber nicht in die, dann bist du danach verloren. 1000-mal, wo dort geboren sind, aber nicht wirklich in die geboren ist, dann bist du danach verloren. Der Schreiber hat das 350 Jahre trägt, hat er das geschrieben. So in Simeon, hij zei nu haar, nu laat es deiner, laat hem voort, laat hem gaan. Meine Ohren haben den Heiland gesehen. Alles wir reit Sterben. So waren Menschen von der reit Sterben. Wenn sie den Heiland gesehen haben, im Geist, in der Wahrheit. Sie haben ihn abgenommen als der persönliche Herr und Heiland. Da immer sagt man so,
nu der gereicht zum Strafen. Das steht wie das Ola Simeon her. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Wo hat Simeon das her? Sagt die Tänze voll anders, dass die Gemeinde kennt, was ihr Film haben, Baby am Arm gehabt. Wo wisst Simeon das? Dass es der Welt Heiland wird. Das wird die große Offenbarung Gottes. Durch den Helden Jesus kann Simeon das erfahren und Gott kann diesen Simeon brücken aus dem gottesfürchtigen, frommen Mann, kämpfen am Tempel und will sich das wieder aussprechen. Der Welt Heiland ist geboren. Welchen du bereitet hast für allen Völkern. Sagt er zu Gott, weißt, Herr, ich weiß, diesen hast du bereitet für allen Völkern. Das wird ganz besonders, den was ich hier auf dem Arm habe. Den hast du bereitet für allen Völkern. Zu Wort. Ein Licht soll leuchten die Heiden. Man, was von der Offenbarung kriegt Simeon. Wo kann Gott zu frommen Menschen so eine klare Offenbarung geben? Gott kann sich so bezeugen, wenn es fromme Menschen sind, deshalb sagt ein Licht soll leuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Ist das nicht eine wundervolle Botschaft? Was Simeon widerregen hat, so kraftvoll was so eine Botschaft, durch dem, was man fromm ist, durch dem, was man gottesfürchtig ist, durch dem, was man sich brücken lässt von dem Herrn, am Ding wieder zu bringen. So viel die getan, durch Chinga Mühl, ist es wieder gebracht worden. Und der König von Dio, auch durch ans Mühl wieder gebracht worden, ja. Und das Wort auch. Ich freue mich, dass wir immer mehr davon hören, dass wir Menschen davon zeugen, dass sie haben eine Erscheinung mit Jesus gemacht. Und sie sind ganz frei und sie sind ob und sie drehen es wieder. Weet je wat, das sind für die Menschen, was so teuer geschlossen wird. Und die stehen sich, wenn hier über geredet wird. Einmal sind die ganz frei und ob und die reden viel von diesem Jesus. Das ist ein Wunder, was da passiert ist. Gut, wir wollen ein wieder gehen hier in Lukas. Wenn Simon das gesagt hat, dann sagt er uns wieder, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich das von ihm geredet wird. Papa und Mama, die Hirten. Hier wird gesagt, das ist der Heiland. Das sind Licht zu leuchten die Heiden und den Trost des Volkes Israels. Da wunderten die Eltern sich, was wird hier von uns gesagt? Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter, siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden. Dann musste man nach hier, hey, hier ist noch was umkommen. Den sehen, dort ist ein Sehen, wo noch was ganz Besonderes passiert wird. Und viele Herzen Gedanken werden offenbar worden. So, und dann ein paar Vers wieder gehen. Und es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Aser. Die war wohl betagt und hatte gelebt 7 Jahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfrauschaft. Und war nun eine Witwe bei 84 Jahren. Die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die da auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. Nicht bloß zu Horts. Sagt mir, hat es so angespart zu sein, dass Gott even eine ältere Mann, eine ältere Frau brücken, die dann wieder zu drehen. Hier war eine Frau, die hat 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nu ist eine Witwe bei 84 Jahren, eine alte Frau von 84 Jahren, und diese Frau, die kam auch gekriegt an, hier in der ersten Tempel und kam in der Begegnung mit Jesus. Nu sagt er hier, das ist eine Frau, die dann niemals abgeht mit Gott ein. Eine anholende Frau. Eine betende Frau, mal das dann was. Wie es sagt, die geht nicht vom Tempel, dass man in andere wird, die beständig immer war am Tempel.
mit Fasten und Beten Tag und Nacht. So ein Leben hat diese ältere Witwe. Das Leben, was kann Witwe nicht alles noch tun? So hier wir von dir, ich bin sehr dankbar für die Witwen und unsere Joy, wenn dann mitteilen, weil sie immer warm gebeten sind für die Gemeindesherren, sie beten viel für die Prediger, und jetzt so eine Kraft aus die verschiedenen, was da in die Gemeinde sind, was im Glauben stehen, was die beten tun, und sie selber hier von dieser älteren Früh. Und das sagt hier, die trat auch hinzu, zu derselben Stunde, und da fing sie an Gott zu loben. Und sie redet zu all die verschiedenen Menschen, was sie trafen, redet sie von diesem Erlöser, die Bruder. Und dort spornt uns an. Wir haben für uns Gottesdienst Charter, ich will schließen, aber das spornt uns an. Wir wollen, als wir jung sind, als wir alt sind. Ich habe gesagt, die jüngeren Menschen, die reden ganz frei von, und auch die älteren Menschen. Die haben Erfahrung gemerkt, und wer die Erfahrung gemerkt hat, die können ganz frei von reden. Das ist der Erlösung, was für uns vollbracht ist. So Gott sei Dank, dass sie mir unsere Kaprücke lassen, am mehr Offenbarung Gottes kann offenbar werden. Und dass Hannah sich Kaprücke lassen, dass mehr von der Offenbarung Gottes kann offenbar werden. Und von dir sind auch ein Deal in der Reihe, was wir uns können Brücke lassen, dass mehr von dieser Offenbarung Gottes offenbar werden. Und Menschen können dadurch das Licht hervor. Gut, ich bin noch für einen Abstand zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für so eine rührende Ding, was wir sein im Wort. Herr, was wir sein, was du dir bezeugt hast, durch dein Geist, wo die fromme, gottesfürchtige Menschen sind, du hier warst. Wenn ich viel Finsternis ist, du warst, wo sind Hammer war die Trühe, du warst, was du hast brücken könnt. Herr, du hast könnt euch der was widerreden. So ist es von dir. Herr, durch die fromme, gottesfürchtige Menschen, kostet Ding wieder reden. Wir danken dir dafür. Wir beten, lass uns das in Anspornung denken, dass das durch uns kann passieren, dass wir wieder reden zu anderen Menschen. Das ist noch so viel, das ist nicht bekannt, mit wer Jesus in Wirklichkeit ist. In himmlischer Vater, wir weten, du weißt, dass das soll bekannt gemacht werden, und dass Menschen sollen der Erfahrung merken, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Und Herr, wir danken dir für diese gesehene Dinge, die wir können haben, wo wir darin kommen im Gottesdienst haben, für all die Programme, die sind gebracht worden. Wir danken dir, Herr, für die Familie kommen, was die kennen sind, wo Familien kommen. In himmlischer Vater, wir beten, halb, dass diese Weihnachtsstil wieder können göttlichen Segen mit sich bringen, wobei wir alles dadurch erhalten verherrlicht worden. Im Namen Jesus. Amen. Gut, den Platz. Wir sagen Nummer 380. Wir singen von Jesus, seines Gewalt und Macht. Hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Der große Gott ist Herr und aller Herren Herr. Wir singen von Jesus mehr und mehr. Wir singen von Jesus, er ist der starke Fels. Er ist das Gotteslamm, geschlachtet für die Welt. Er trägt die Herrschaftskron, regiert vom Himmelsthron. Reich Lebenswasser, der zum Lohn. Wir wandeln mit Jesus, ja, das ist herrlich schön.
Bald werden wir verkehrt sein Antlitz strahlend sehen. Wir werden sein wie er, so sagt sein heilig Wort. Wir wandeln mit Jesus fort und fort. Ich wünsche Ihnen von dir alle zum zweiten Feiertag von Weihnachten eine schöne, frohe, gesegnete Weihnachtszeit. Wenn ihr mit deiner Familie kommt, wird immer hier anhören. Gottes Segen mag ewig sein. Wir wird Hauptneigen. Und nun, liebe Versammlung, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Amen. Bescheidenen Frieden des Herrn.